Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von meinem Natural German Podcast. In diesem Format spreche ich ganz natürlich mit euch über meinen Alltag. So könnt ihr echtes und authentisches Deutsch hören und üben. Der Podcast ist perfekt für B1 bis B2, also für alle, die ihr Deutsch auf dem Intermediate Level verbessern möchten. Falls ihr Untertitel braucht, könnt ihr sie gerne einschalten. Ich sitze gerade am Fenster und schaue hinaus. Es regnet in Strömen. Weißt du, was in Strömen regnen bedeutet? Es heißt, dass es sehr stark regnet, so als würde jemand Wasser aus einem Eimer schütten. Viele Menschen mögen Regen nicht. Sie sagen, der Regen macht sie traurig oder müde. Wenn es regnet, ist es dunkel und grau. Viele Menschen fühlen sich dann nicht so motiviert. Außerdem ist es oft chaotisch auf den Straßen. Aber ich mag Regen, vor allem im Sommer. Wenn es regnet, fühle ich mich immer sehr ruhig. Es ist, als würde die Zeit ein kleines bisschen langsamer werden. Die Menschen laufen vorsichtiger und die Autos fahren langsamer. Alles wird ruhiger. In Deutschland sagen wir oft, Regen ist gut für die Natur. Und das stimmt. Heute habe ich mich besonders über den Regen gefreut. Denn zurzeit ist es wirklich jeden Tag extrem heiß und trocken. Es war wirklich kaum auszuhalten. Als es heute Morgen anfing zu regnen, habe ich sofort die Fenster aufgemacht und die frische Luft geatmet. Kennst du den Geruch, wenn es regnet? Ich liebe diesen Geruch. Es riecht nach frischer Erde, Natur und Ruhe. Nach dem Frühstück habe ich mir meine Regenjacke angezogen und bin mit meinem Regenschirm nach draußen gegangen. Ich bin in den Park neben meinem Haus gegangen. Dort gibt es einen kleinen See. Es war sehr friedlich dort. Nur wenige Menschen waren im Park. Ich habe lange den Regen auf dem See beobachtet und all die Tiere dort. Ich habe die Regentropfen beobachtet, wie sie in den See fallen und kleine Muster bilden. Unter ein paar Büschen habe ich 2 große Frösche gesehen. Sie sahen glücklich aus. Die Frösche haben sich wohl auch über den Regen gefreut.
Ich stand lange dort und wäre am liebsten noch viel länger geblieben. Aber nach einer Weile wurde der Regen stärker und es hat angefangen zu blitzen und zu donnern. Ein richtiges Sommergewitter. Ich liebe Donner. Ich liebe das Geräusch von Donner, dieses tiefe, laute Grollen. Aber ich habe Angst vor Blitzen. Also bin ich schnell wieder nach Hause gegangen. Auf dem Weg habe ich viele Pfützen gesehen. Ich bin vorsichtig gelaufen, damit ich keine nassen Füße bekomme. Die Pfützen haben mich an meine Kindheit erinnert. Als ich klein war, bin ich oft in Pfützen gesprungen. Ich hatte rote Gummistiefel und habe viel in Pfützen gespielt. Meine Mama war darüber nicht so glücklich. Meine Hosen waren dann immer nass und dreckig. Aber für mich war das Schönste am Regen. Ich habe viele schöne Erinnerungen an Regen. Zum Beispiel habe ich oft mit meiner Familie im Wohnzimmer gesessen und Tee getrunken oder Spiele gespielt. Es war gemütlich. Ich glaube, deshalb mag ich den Regen bis heute. Für mich bedeutet Regen Ruhe, Gemütlichkeit und Zeit für sich selbst. Zu Hause habe ich mir erstmal einen warmen Tee gemacht. Dann habe ich mich ins Bett gelegt und ein Buch gelesen. Dabei hatte ich das Fenster offen und habe dem Regen zugehört. Jetzt ist es Abend. Es regnet immer noch. Ich glaube, ich werde mir gleich einen Film anschauen. Ich habe schon lange keinen Film mehr gesehen. Und wenn es regnet, einen Film anzuschauen, das ist ein ganz besonderes Gefühl. Und du? Magst du Regen? Hast du schöne Erinnerungen an Regentage? Was machst du gerne, wenn es regnet? Schaust du auch Filme und liest Bücher? Oder lernst du vielleicht Deutsch? Erzähl mir gerne davon in den Kommentaren. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wo du gerade bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!